Hallo, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal ein Haul-Video gemacht habe. Also ich glaube, das letzte Mal war im März. Seitdem habe ich aber die ein oder anderen Einkäufe getätigt, euch die aber nicht so in dem Haul vorgestellt. Ein paar Sachen habt ihr aber bereits an mir getragen gesehen in den letzten Videos. Und ich habe euch dann auf Instagram gefragt, ob ihr einen Haul sehen möchtet, weil der letzte eben schon so länger her ist. Und die meisten haben für Ja gestimmt und ich mache diese Hauls ja eigentlich auch immer sehr gerne. Habe aber gezögert, weil ich ja am Anfang des Jahres groß angekündigt habe, dass ich dieses Jahr wieder einen Shopping-Ban machen möchte. Das heißt, nur einen Teil pro Monat kaufen. Das lief in den ersten paar Monaten auch ganz gut, driftete dann aber immer weiter ab. Also ich habe in den letzten Monaten echt mehr als einen Teil pro Monat gekauft. Da war zumindest kein Fehlkauf dabei. Ich überlege da trotzdem jeden Einkauf immer sehr gut. Aber ja, den Shopping-Ban habe ich nicht eingehalten und den werde ich, glaube ich, in der nächsten Zeit auch nicht wieder einführen. Ja, aber ich laber nicht weiter drum rum. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Sachen, die ich gekauft habe, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich fange mal mit der Sache an, die zeitlich am weitesten zurückliegt, und zwar kurz nach dem Australienurlaub. Da habe ich mir nämlich was von Antipodes bestellt. Das ist eine neuseeländische Marke, das heißt, ich hätte sie theoretisch auch in Australien kaufen können. Sie war aber online viel günstiger, also auf Viel Unique habe ich es bestellt und da gab es auch Prozente zu der Zeit. Jedenfalls habe ich die Manuka Honey Maske gekauft und Manuka Honey ist ja dieser ganz tolle Honig, der sehr wohltuende Eigenschaften hat, antibakteriell ist. Und das ist eben auch in dieser Maske drin und diese Maske soll feuchtigkeitsspendend sein und gleichzeitig aber auch reinigend wegen dieser antibakteriellen Wirkung und einfach auch sehr tief wirken. Ich wollte generell etwas von Antipodes bestellen, weil ich diese Marke noch nie ausprobiert habe, aber immer sehr viel Gutes gehört habe. Und ich habe mich für die Maske entschieden, weil es eben Feuchtigkeit spenden und reinigen erschien mir eine gute Kombination. Und diese Maske hatte auch sehr gute Bewertungen, hat auch irgendwie einen Beauty Award gewonnen oder so. Deswegen hat mich das sehr gereizt. Ich habe die Maske bisher nur einmal verwendet und kann deswegen noch nicht so viel dazu sagen. Aber eine Sache, die ich bemerken muss, ist, dass sie bei meiner ersten Anwendung irgendwie so leicht gebrannt hat. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie an meiner Haut gelegen hat, dass die irgendwie zu der Zeit einfach gereizt war oder ob es an der Maske lag. Habt ihr vielleicht Erfahrung mit der Manuka Honey Maske? Dann, falls ja, dann schreibt mir gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Ansonsten war das so mein Beauty-Einkauf in der letzten Zeit. Weiter geht's mit Mode und da habe ich das erste Teil bereits an, und zwar ist es dieser gestreifte Longsleever von Comme des Garçons. Und ich bin echt schon ultra lange um diese blöden Ringelshirts herumgeschlichen von Comme des Garçons, weil ich liebe ja sowieso Streifen und die sind einfach ultra süß mit diesen aufgenähten Herz mit Augen. Aber mich hat immer der Preis abgeschreckt, weil es ist irgendwie im Grunde genommen ein mega überteuertes Baumwoll-Shirt. Aber letztendlich habe ich mich dann doch hinreißen lassen und habe mich für diese grüne Variante entschieden, weil ich finde irgendwie, das Grün hat einen schönen Ton mit dem roten Herz, ist irgendwie auch ganz schön, und ich habe halt eben keine so vielen bunten Sachen. Aber mit einem klassischen Streifen-Shirt in einer schönen grünen Farbe dachte ich, kann ich doch nicht so viel falsch machen. Und ich habe es ehrlich gesagt echt in der letzten Zeit super häufig getragen und super gerne getragen, weil es ist irgendwie so süß, aber doch irgendwie klassisch und irgendwie ist es super schön. Und für mich hat sich dann doch am Ende gelohnt und ich bin sehr glücklich damit. Aber wie gesagt, das Einzige, was es eigentlich besonders macht, ist dieses blöde Herz. Aber ja, muss man halt für sich entscheiden. Das nächste Teil ist wieder etwas Gestreiftes, und zwar ist es dieses gestreifte Kleid von Zara. Und da dachte ich, das wäre so das ideale Sommerkleid, weil der Schnitt recht einfach ist, aber sehr schön flatterig und luftig. Und das Muster ist schön, aber nicht zu auffällig. Und außerdem muss man sich bei dem Stoff irgendwie nicht so große Sorgen machen, dass der irgendwie so total empfindlich ist oder so. Und das ist einfach ein schönes Kleid zum Drüberwerfen. Dazu passen, glaube ich, sehr viele Accessoires. Und deswegen denke ich, das ist so das ideale Sommerkleid. So, und dann habe ich mir letztens eine neue Lederjacke gekauft. Und wie ihr wisst, liebe ich meine Lederjacke von Zara, dieses schwarze. Aber manchmal ist dieses Schwarz irgendwie zu hart und dann sieht es irgendwie zu rockig aus, gerade zu den dunklen Haaren. Und der Schnitt ist auch manchmal ein bisschen schwierig, weil der hinten doch irgendwie sehr, sehr tailliert ist und manchmal gefällt es mir irgendwie nicht. Und da habe ich die perfekte Lederjacke bei All Saints gefunden. Und zwar diese hier in so einem Cognac-Ton. Den Schnitt habt ihr wahrscheinlich schon gesehen im letzten Video. Da habe ich nämlich die Lederjacke von Daisy ausgeliehen. Die ist nämlich die gleiche, nur in schwarz. Und den Schnitt finde ich echt so perfekt, weil der so ein bisschen kastenförmig ist, aber nicht zu oversized. Gerade bei uns, wir sind ja relativ klein. Und dieser Gürtel ist super cool, das hat einfach so ein lässiges Feeling und die Hardware ist schön, so richtig schön, ein bisschen rustikaler, so ein bisschen größer und auch der Aufschnitt ist super gut und ja, einfach die ideale Lederjacke. Und von der Farbe her ist es auch
genau das, was ich gesucht habe. Sie ist zwar im Endeffekt heller gewesen, als ich gedacht habe, weil ich habe sie online bestellt, aber doch irgendwie sehr passend zu meinem Hautton, finde ich jedenfalls. Und kennt ihr das, wenn braune Lederjacken irgendwie so mega künstlich aussehen, also so fast schon strahlend irgendwie? Und das hatte ich bei der eben nicht das Gefühl. Sie sieht irgendwie noch so relativ natürlich aus, dafür, dass sie sehr hell ist. Und ja, einfach genau das, was ich gesucht habe, eine helle Lederjacke, die einen perfekten Schnitt hat. All Saints ist schon ein bisschen teurer als jetzt im Vergleich zu Zara zum Beispiel, aber bei Lederjacken, die rockt man einfach jahrelang durch und das ist einfach so ein Staple-Piece im Kleiderschrank und deswegen finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ja, wer ist bitte nicht verliebt in dieser Lederjacke? Ich auf jeden Fall. Wer uns auf Instagram verfolgt, hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir in der letzten Woche in Disneyland waren, was so schon ultra mega cool war. Das war echt so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Jedenfalls wurde auf dem Weg dorthin fallen gelassen, dass es in der Nähe vom Disneyland ein Outlet gibt, also das La Vallée Outlet Paris. Und wir waren halt so eine Mädelsgruppe und am Flughafen, wo wir dann auf den Shuttle gewartet haben, sind wir mal so die Markenliste durchgegangen, um zu gucken, was es so dem Outlet gibt. Und haben halt echt gekreischt wie die verrückten Hühner und mussten halt unbedingt zu diesem Outlet hin und haben es dann am Abreisetag noch geschafft, dahin zu fahren und hatten irgendwie so 40 Minuten Zeit, um mal schnell zu bummeln. Und tatsächlich hat auch jeder was gefunden. Ich habe 2 Sachen gekauft. Die erste Sache ist diese Seidenbluse von The Couples, die nur noch 50 € gekostet hat am Ende. Und die habe ich auch mal im Laden gesehen, wo sie noch nicht reduziert war, also im ganz normalen Store. Und fand sie schon cool, aber zu teuer. Und deswegen habe ich mich super gefreut, dass ich die im Laden gefunden habe. Ich finde den Print halt super cool mit diesen Sternen. Es ist halt irgendwie verspielt, aber ja, trotzdem noch so eine klassische Bluse irgendwie. Und ja, da konnte ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Aber das absolute Highlight ist das nächste und letzte Stück. Und zwar habe ich mir bei Givenchy etwas gekauft. Und es ist eine Tasche. Und ich zeige euch mal, welche Tasche es wurde. Es ist eine kleine Tasche. Und zwar die Obsidia in der richtig coolen Farbe, in so einem Kobaltblau. Und ich habe mich echt sofort in diese Tasche verliebt. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, ich würde schon in Erwägung ziehen, eine Tasche zu kaufen, obwohl es trotz Outletpreise schon eigentlich das teuerste wäre. Habe aber überlegt, ich kann jetzt nicht nochmal eine schwarze Tasche kaufen, egal ob klein oder groß. Und dachte, vielleicht gibt es die Celine All Soft in der coolen Farbe oder die Trio Bag vielleicht in der coolen Farbe. Die gab es aber alle nicht und habe dann bei Givenchy diese hier gesehen und mich sofort verliebt. Die Obsidia liebe ich ja sowieso, also ich wollte eine lange Zeit lang die Obsidia in schwarz mit der Kette als Gurt haben. Habe dann aber ja jetzt eine andere Kettentasche und deswegen war das so echt ideal, wie als hätte sie auf mich gewartet. Ich finde die Farbe super cool, das ist gibt einen schönen Pop of Color irgendwie in jedem Outfit, passt aber zu vielen Farben irgendwie auch. Ich würde es auch zu Navyblau eigentlich anziehen. Und die Form ist super cool, es ist eine gute Größe, schön kompakt. Da passt das Nötigste rein. Jetzt nicht so ultra viel, aber schon eigentlich das, was man tagtäglich so dabei hat. Und die wirkt auch sehr robust, schön verarbeitet und einfach super schön. Und ich bin echt super mega happy, auch wenn das ganz so gar nicht eingeplant war. Aber ja, da konnte ich echt nicht widerstehen. Ich glaube, ich hätte mich super, super doll geärgert, wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Und ja, also da sieht man, dass man im Outfit doch echt Glück haben kann, weil die Obsidia ist eigentlich ein sehr, sehr kultiges, klassisches Modell. Nur eben eine auffällige Farbe, aber ja, schlecht finde ich die auch nicht. Und ja, ich bin auf jeden Fall super happy. Und damit sind wir durch mit meinem Haul-Video. Das waren meine Einkäufe der letzten mehreren Monate, also so die meisten. Ein paar Sachen habe ich euch ja bereits so angezogen gezeigt. Ja, also da kommt schon ein kleines Sümmchen zusammen, muss ich sagen, aber wie gesagt, ich bereue eigentlich kein einziges Teil. Es waren echt coole Funde oder sind echt coole Funde dabei und vielleicht überlegt einer von euch ja sowieso ins La Vallée zu fahren nach Paris. Also ich kann es echt empfehlen, die Markenauswahl ist echt super gut und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video inspirieren können oder in irgendeiner Weise gefallen können und das war es jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!